Ideenwerkstatt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie heute zur neuen Ideenwerkstatt. An meiner Seite, wie immer, Herr Christian Kolb. Freut mich, dass du hier bist. Ja, danke für die schöne Einladung auch wieder zu einem fantastischen Programm. Denn bei uns steht ja was an in Deutschland? Ja, wie alle wissen, die Europameisterschaft steht vor der Tür. Passend dazu haben wir natürlich auch gleich das Weltmeisterbrötchen mitgebracht. Aber ich glaube, der Christian wird gleich mal was dazu sagen, was du Schönes rausgezaubert hast. Ich glaube, da können wir tolle Sachen draus machen. Ja, wir kennen das ja. Ne? Normalerweise gibt es ein Würstchen oder ein Steak oder vielleicht auch einen Burger. Aber es muss ja schnell gehen. Und in der Regel ist es das Würstchen im Brötchen. Und das ist ein bisschen langweilig. Aber ich brauche etwas zum Vorbereiten, um dann, wenn es zur Sättigung beitragen sollte, weil man einfach einen großen Hunger hat, dass es schmackhaft ist, schnell ist, was Kreatives ist. Deswegen habe ich gesagt, ich mache eine gefüllte Paprikaschote, aber eine halbe nur. Und die geben wir auf das Brötchen drauf. Und da habe ich alle Aromen von einer süßlichen Paprika, diesen würzigen Aromen, die mir das Hackfleisch und die ganzen anderen Zutaten mir bieten, und einen Salat aus Kohlrabi und Karotten. Ich hätte ja fast gedacht, wir haben Coleslaw. Aber okay, Kohlrabi. Ich bin gespannt. Das war auch so erst mein Ansatz, aber der Kohlrabi ist völlig unterschätzt. Und der Kohlrabi hat eine so wunderbare Süße und eine Geschmacksvielfalt, die ich selten bei anderen Produkten finde. Und deswegen habe ich gesagt, daraus machen wir einen schönen Salat. Und das geht rasend schnell. Aber das Wichtigste ist, ich brauche ein vernünftiges Brötchen. Und da hast du mir ein gutes Brötchen mitgebracht. Ich wollte gerade sagen, deswegen sind wir hier, liebe Zuhörer. Wir haben nämlich uns gedacht, wir nehmen mal passend das Weltmeisterbrötchen etwas weg vom klassischen Standardprodukt. Fehlt eigentlich auf keinem Buffet, ist immer mit dabei. Und gerade wenn man dann auch in Richtung schnelle Snacks, Verpflegung etc. pp. geht, haben wir gesagt, mit einem Weltmeisterbrötchen kannst du viel mehr machen, als dann nur klassisch zum Frühstück reichen. Und haben uns gedacht, mit einem guten Mix an Saaten, oben und unten bestreut, sollten wir nichts falsch machen. Und das war genau so, wie ich es auch festgestellt habe, als ich es probiert habe. Es bringt mir wahnsinnig viel Aromatik durch den Mohn, durch den Sesam, Sonnenblumenkerne. Und was für mich sehr wichtig war, deswegen bin ich auf die Idee gekommen mit dieser Paprikaschote, ich habe ein sehr stabiles Gerüst vom Teig, was aber auch gut aufsaugen kann. Und das brauchen wir nämlich. Aber jetzt kommen wir erstmal zum kurzen Thema, wie habe ich denn diese Paprikaschote gemacht? Dass auch die Zuschauer kurz erkennen, wo man ein bisschen drauf achten sollte, wenn man das Produkt für sich vorbereiten kann. Und da kann man 30, 40 Stück vorbereiten. Das ist der Vorteil. Und dann muss ich es ja nur noch zusammenlegen. Ich würde immer empfehlen, eine kleine Paprikaschote zu nehmen. Bitte nicht zu groß, sonst passt es nicht rein. Sonst wird es auch drüber laufen. Wenn ich die Paprikaschote halbiere, nicht durchschneiden, sondern bis zur Kante. Ja. Und dann breche ich es auf und dann habe ich, wenn es klappt, eine wunderbare Hälfte. Und diese Hälfte, machen wir die Kerne raus. So. Das Weiße, wer es nicht mag, kann er rausschneiden, muss er aber nicht. Das kann man tatsächlich mitessen. Das wird ja auch vermahlen, wenn ich jetzt die verschiedenen Gewürz-Paprika-Pulversorten habe. Da ist es mit und einmal ohne. Das hat was auch mit der Aromatik zu tun. Ja. Okay. Dann habe ich Hackfleisch genommen. Wer jetzt eher vegetarisch oder vegan das machen möchte, geht das natürlich auch. Wir haben ja im Markt veganes unzählige Varianten mittlerweile. Aus Erbsen, Protein und so weiter. Ja. Also es ist keine Grenze gegeben. Das lässt sich genauso gut verarbeiten. Was ich hier aber noch gemacht habe, ich habe das Hackfleisch mit Zucchini, Zwiebeln, Spinat, Käse, Ei richtig schön abgeschmeckt, weil es ja für mich der gesamte Brotbelag sein soll. Sieht auf jeden Fall wahnsinnig schmackhaft aus und auch extrem spannend. Ja, so, dann einfach hier reindrücken. Da passen so zwischen 90 und 130 Gramm Masse rein, wenn ich diese Größe an Paprika habe. Das ist genau das, was ich brauche. Also wenn ich jetzt an einen Burger denke, da gehen wir zwischen 80 und 180 Gramm Fleisch. Also da habe ich mich auch so dran orientiert, dass ich da, auch wenn ich mal reinbeiße, Spaß dran habe. Also eins reicht dann
Normalerweise. Normalerweise, aber wir wissen ja, wenn dann noch die Verlängerung kommt und noch das 11 Elfmeter schießen, dann brauchen wir doch Deswegen noch mal geht es ja was. schnell. Deswegen hast du dir ja Mühe gegeben, dass wir einen schnellen Snack hinkriegen, dass wir dann auch die Nachspielzeit bestimmen können. Richtig? Absolut. Jetzt in eine feuerfeste Form geben und im Ofen so 40 Minuten bei 180, 200 Grad backen. Ja. Nur ein bisschen Öl, nichts mehr, also keine große Soße oder irgendetwas reingeben. Ich kann es dann sehr intensiv dunkel backen. Ich kann es Wäre aber jetzt auch mein heller Favorite. machen. Und da kann man dann auch wieder steuern, wie möchte ich es haben. Da habe ich mehr Aromatik. Andere sagen, ich mag so viel Röstaromen nicht. Ja. Dann mache ich es eher sachter, dann gehe ich so auf 180 Grad. Das ist jetzt aber auch fertig. Das sieht ja tatsächlich Ist aus alles wie... fertig, genau. Aber ich habe ganz sachte nur gegart, Okay. damit man sieht, es würde funktionieren. Und jetzt kommt das Schönste an der Geschichte, das Zusammenlegen. Und, Wenn ich dir helfen darf, sagst du ja, mir ja, Bescheid. Nee, ich stehe ja hier nur neben nein, dir nein, und nein, darf ich zuhören zeige und dir jetzt genießen. auch, was wichtig ist. So. Diese Seite etwas dicker schneiden, weil hier muss eine ganze Menge aufgefangen werden. Das höhlst du bitte aus. Warum? Weil wir nachher den Salat dort reingeben, um das dann sauber und schnell draufhauen zu können. Wer möchte und richtig Geschmack haben möchte, kann das mit Tomatenmark ein bisschen beschmieren, aber nicht zu viel, weil wir ja den Saft von der Paprikaschote aufnehmen wollen. Die Sache kann in der Mikrowelle erwärmt werden. Für die Profis kann ich es natürlich auch in solche Vakuum-Kochbeutel hineingeben. Jede Möglichkeit ist da gegeben. Was würdest du empfehlen? Also Tatsächlich da so es schnell geht, die meisten haben die Mikrowelle, zack, rein, 40 Sekunden. Das muss ja nicht brüllend heiß sein, Nee. es soll ja nur warm sein. Und wenn ich dann dieses Produkt nehme, was wir vorhin in der Mikrowelle erwärmt haben, dann sieht man ja auch, dass hier überall diese Feuchtigkeit auch drin ist, was ich haben will. Jetzt lege ich das hier drauf. So, drücke das schön an. Man sieht, ja, dann kommen dann hier so ein bisschen die Säfte raus. Den Salat hier reingeben. Ich gebe das mal, dass man das schön sieht. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Es soll ja auch schön schmecken. Und dann sind wir schon fertig. Drauf, zweimal drücken. Und ich habe ein fantastisches Sandwich. Und damit man sieht, warum das einfach auch Spaß macht, natürlich kleckert das ein bisschen, das soll es ja auch. Burger kleckert ja auch. Schauen wir mal. Ja, unglaublich. Oder? Vielfalt, einfach, schnell, ein tolles Brötchen, was gut auch aufsaugt. Und wenn wir reinbeißen, haben wir die krosse, tatsächlich die Kruste, je nachdem, Kruste, die wir da oben drauf haben mit den Körnern. Und dann verbindet sich all das, was ich haben will. Ja, also sieht unfassbar gut aus. Ich bin gespannt. Wir haben ja gleich das Glück, dass wir es noch verkosten dürfen. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich auch und viel Spaß beim Fußballschauen, kann man ja sagen. Ich freue mich. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Alles klar. Dankeschön.